liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen in einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute geht es um ein Thema, das sich viele von euch schon lange gewünscht haben. Ich male Bäume im Winter im Aquarell mit granulierenden Farben und mit einer ganz besonderen Technik, mit der Absprengtechnik. Seit 2,5 Jahren gibt es diesen Kanal jetzt schon und genauso lange habe ich vorgehabt, einen Film über Bäume, speziell über die Bäume im Winter hier zu drehen. Ich habe ziemlich lange rumgeknobelt, in welcher Technik ich dieses Bild gerne malen würde und habe in meinen Präsenzkursen und Malreisen in diesem Jahr dazu ziemlich viel ausprobieren können. Das, was ich euch heute vorstelle, könnte man als Absprengtechnik bezeichnen. Die Farbe wird sehr cremig aufgetragen und dann nach einer gewissen Trocknungszeit mit einem Wassertropfen zum Fließen gebracht. Dabei werden einige Pigmente mitgerissen und andere bleiben als Ränder stehen. Die Struktur, die sich dadurch ergibt, ähnelt ziemlich verblüffend der Baumrinde. Wir können uns hier noch einmal ein paar Bilder von winterlichen Bäumen anschauen und achtet mal darauf, wie vielfarbig die Tönung der Baumrinde tatsächlich ist. Ich sehe Violette, Ocker, Erdtöne, alles versammelt in der Baumrinde und das möchte ich gleich in meinem Bild auch umsetzen. Bevor wir jetzt mit dem Malen loslegen, möchte ich euch noch auf den Livestream hinweisen, der am 13. Dezember um 19 Uhr hier auf YouTube stattfinden wird. Das ist ein Livestream, der ist offen für alle und ich freue mich schon sehr darauf, denn wir werden gemeinsam ein richtig schönes Motiv malen. Ich habe das hier in verschiedenen Ausführungen. Das ist ein schwedisches Motiv am Fjord, heißt es. Es war in dem Kalender im letzten Jahr auf dem Deckblatt. Und wir haben es in den Präsenzkursen schon einige Male gemalt, aber online habe ich das überhaupt noch nicht gemalt. Umso mehr freue ich mich, dass ich euch alle zu dieser Veranstaltung sehr gerne einladen kann. Am 13. Dezember geht es los hier auf YouTube. Ihr kommt zu diesem Livestream, indem ihr einfach an dem Abend, das ist ein Dienstagabend, um 19 Uhr auf die Aquarellwerkstatt geht und dort findet ihr dann diesen Film, der, glaube ich, mit dem Zusatzwort live versehen ist, also der Livestream, der startet um 19 Uhr. Er wird dann auch ganz normal auf meinem Kanal gespeichert sein, das heißt, ihr könnt ihn auch jederzeit nachschauen. Dieser Stream ist, wie unsere kleinen Filme hier auf YouTube ja auch, völlig kostenfrei. Ich freue mich, wenn ihr ganz zahlreich dabei seid und mitmacht. Und jetzt geht's aber erstmal los mit unserem Bäumemotiv. Für unser heutiges Bild werden folgende Materialien verwendet: Lasurorange, Indischgelb, Französisch Ultramarin von Schminke, Lavendelblau von Mielo, Zölinblau, Sienna gebrannt und Alizarin-Karmesin von Winsor Newton, eine Sprühflasche, ein Malspachtel und Rotmaderhaarpinsel in verschiedenen Stärken, ein Auswaschpinsel und ganz rechts liegt der chinesische Kalligraphiepinsel. Hier zeige ich euch einige Versionen meiner in der letzten Zeit entstandenen Winterbäume. In den Referenzkursen und Malreisen in diesem Jahr habe ich das Thema ab und an aufgegriffen und vor allen Dingen auch gemerkt, wie viel Freude es den Teilnehmerinnen gemacht hat, in dieser Technik zu malen. Die Skizze für das heutige Motiv wird sehr frei gezeichnet. Ich fange an mit dem dicken Baumstamm rechts im Vordergrund. Er ist angeschnitten und ragt oben und unten aus dem Bildformat heraus. Beim Baum auf der linken Seite können wir auch ein Stück weit das Wurzelgeflecht erkennen. Auch hier ist der Stamm so dick, dass die Krone des Baumes sich weit außerhalb der Formatränder befindet. Rechts daneben setze ich einen schmalen Baumstamm, um den Rhythmus des wiederkehrenden Motives Baum ein wenig zu variieren. Da das Bild jetzt ziemlich vertikal betont ist, füge ich einige Steine in den Vordergrund mit ein und erhalte damit einen horizontalen Akzent. Das Referenzfoto und die Skizze bekommen die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugesendet.
Auch auf der Steady-Seite sind Foto und Skizze von diesem sowie auch von allen älteren Filmen gesammelt und können dann von den Unterstützern jederzeit abgerufen werden. Ich beginne nun mit einer Mischung aus Blautönen und auch etwas Sienna gebrannt im linken Baum. Ich verwende heute den Farbton Französisch Ultramarin. Dies ist eine granulierende Farbe. Das heißt, die Pigmente sammeln sich beim Trocknen in kleinen strukturbildenden Häufchen auf dem Papier. Es gibt einige Farben, die von sich aus diese granulierenden Eigenschaften haben. Heute verwende ich aus diesem Spektrum das genannte Französisch Ultramarin, Sienna gebrannt und auch Zylin Blau. Vor allem das Französisch Ultramarin hat einen sehr starken Granulationseffekt, der selbst in der Mischung mit anderen Farben immer noch zum Tragen kommt. Wenn ich dann, wie heute, auf Zellulosepapier arbeite, kann ich sicher sein, dass meine Bäume eine sehr lebhafte und aufregende Struktur bekommen werden. Diesmal also bitte nicht auf Büttenpapier arbeiten. Die weiche, langhaarige Büttenfaser mit der weniger starken Verleimung funktioniert für diese Art des Malens einfach nicht so gut. Es kommt heute darauf an, die Farbe sehr pigmentreich, aber auch mit genügend Wasser aufzutragen. Genauso wichtig ist es, die Farbtöne auf dem Papier zu mischen und wirklich jetzt ganz verschiedene Farben in die Fläche mit einzubringen. Warme und kalte Farbtöne wechseln sich ab, wobei ich hier darauf achte, dass in diesem ersten Baum die Blautöne für die kühlen Farbtemperaturen überwiegen. Wenn der Baum und sein Wurzelwerk fertig gemalt sind, muss man den richtigen Moment für die nächste Aktion abpassen. Es soll jetzt mit dem Pinsel klares Wasser in die Farbfläche von oben kommend eingetropft werden. Dafür soll das Pigment schon etwas angetrocknet, aber noch nicht vollkommen trocken sein. Mit ein bisschen Übung werdet ihr den richtigen Moment sicherlich herausfinden. Wenn man zu früh das Wasser in die Fläche einträufelt, dann werden die Farben komplett nach unten ausgewaschen und es bleibt nicht mehr viel übrig. Kommt man mit dem Wasser zu spät, ist der Farbauftrag schon trocken und es bewegt sich nichts mehr. Irgendwo dazwischen ist der richtige Zeitpunkt. Das Blatt soll hierfür auch ganz steil auf der Unterlage stehen, damit das Wasser mit dem Pigment gut nach unten fließen kann. Dieser Vorgang, das sogenannte Absprengen, wird ein paar Mal wiederholt und es entstehen zauberhafte, zufällige Strukturen auf der Oberfläche der Bäume. Zusätzlich kann man, wie ich hier mit dem Spachtel, einige helle Stellen in die Fläche kratzen und mit einem gut gespitzten Aquarellstift, hier ein schwarzer Stift der Marke Caran d'Ache, einige dunkle Akzente und auch schon dunkle kleine Äste einzeichnen. Ich mag die Gegensätzlichkeit der großen Fläche des Baumstamms und die Zartheit dieser Linien besonders gerne. Den zweiten Baum male ich auf die gleiche Weise. Hier jedoch sollen die warmen Farben überwiegen. Es kommt also etwas mehr Sienna gebrannt, Lazurorange und auch Alizarin Karmesin in die Mischung hinein. Wenn die Farbe fertig aufgetragen ist, wird nach einiger Zeit wieder Wasser hindurchgespült. Es ist doch herrlich, den Pigmenten hier beim Fließen zuzusehen. Falls die Tropfen sich jetzt ihren eigenen Weg über den unteren Bildrand suchen, kann man mit einem Küchentuch abtupfen. Oder aber man heißt diese zufällig entstandenen Farbspuren als malerisches Geschenk willkommen.
Im dritten Baum arbeite ich mit kühleren Farbtönen und ich versuche ihn auch etwas dunkler zu halten, denn er steht deutlich weiter vorne als die anderen Bäume. So, unser Bild ist ja noch nicht ganz fertig, aber es muss jetzt einmal komplett durchtrocknen. In der Zwischenzeit möchte ich euch gerne erzählen, dass ich von nun an in unregelmäßigen Abständen einige Aquarelle, die ich hier auf YouTube male, auch auf der Plattform eBay zum Verkauf anbieten möchte. Ich wurde von euch schon oft gefragt, ob man die kleinen Aquarelle, die ich hier male, auch käuflich erwerben kann. Das ist natürlich möglich in Ausstellungen oder auch bei mir zu Hause in Kiel. Für viele, die weiter weg wohnen, ist das aber natürlich schwer machbar. Ich habe mir also auf eBay einen Verkäufer-Account eingerichtet, der heißt auch wie der Kanal hier, die Aquarellwerkstatt. Ihr findet ihn, wenn ihr direkt auf eBay in der Suche dieses Wort eingebt. Und ich verlinke euch auch den Link dorthin unter dem Video in der Videobeschreibung. Dieses Bild mit den schönen Winterbäumen wird also ab jetzt auch auf eBay zu finden sein. Die Auktion dauert 3 Tage. Bis Montag 16 Uhr wird es verfügbar sein und der Höchstbietende bekommt es dann von mir per Post zugeschickt. Ich hoffe, euch macht die Auktion zur Weihnachtszeit ein wenig Spaß und wünsche euch viel Glück beim Bieten. Für den Hintergrund feuchte ich jetzt die Fläche über dem Waldboden ganz locker mit klarem Wasser an und setze leichte Farbspuren mit dem sogenannten Palettendreck. Ich verwende also alle Reste, die von vorhin übrig geblieben sind. Aus dieser Farbpfütze werden einige zarte Baumstämme in der Entfernung angedeutet. Mit einem chinesischen Kalligrafiepinsel und auch wieder mit dem wertvollen Palettendreck setze ich ein wenig strubbliges Restlaub an den oberen Rand des Bildes. Die Steine, die ich jetzt noch einfüge, dienen, wie schon anfangs gesagt, der horizontalen Betonung im Bild und auch der Verbindung zwischen den einzelnen Baumstämmen. Auch hier möchte ich eine leicht granulierende Oberfläche erzeugen. Ich male also mit Mischungen aus Sienna gebrannt, Lavendelblau, Zyllinblau und lichter Ocker. Der Malspachtel kann hier auch wieder für die Strukturen eingesetzt werden und im zweiten Farbauftrag arbeite ich noch Dunkelheiten zwischen den Steinen ein. Hierfür entscheide ich, welcher Stein vorne und welcher hinten liegt und male die entsprechenden Stellen im hinteren Stein ein wenig dunkler.
Mit dem Auswaschpinsel kläre ich die Licht- und Schattensituation auf den Steinen und den Stämmen jetzt noch etwas deutlicher. An der Oberkante der Äste, die vorne aus dem Stamm herauswachsen, hole ich ein wenig Helligkeit heraus und auch auf der oberen Kante der Steine kann man die Farbe hier wieder auswaschen. Unter dem Ast wird jetzt noch ein Schatten eingefügt, so sieht es noch plastischer aus. Ich hoffe, ihr hattet mit dieser neuen und aufregenden Technik genauso viel Spaß wie ich beim Malen. Noch einmal die Erinnerung, wir sehen uns hoffentlich am 13. Dezember um 19 Uhr mit dem schwedischen Fjordmotiv, viel Wasser, Steine und die Häuser in der Sonne. Wir werden gemeinsam malen, ungefähr 1,5 bis 2 Stunden plane ich, dass es dauern wird. Ich freue mich, wenn du dann dabei bist und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.